Hallöchen, it's me, your German buddy, and in today's video, dedicated to Lunar New Year, we'll talk about the zodiac signs in German. Let's go! Zunächst wünsche ich allen ein frohes Mondneujahr, denn wenn dieses Video online gestellt wird, ist der 10.02.2024 und damit offiziell das Jahr des Holzdrachen. Somit der erste Tag im Lunisolarkalender. So heißt das auf Deutsch, habe ich herausgefunden. Zum Neujahrsfest gehören natürlich auch die Tierkreiszeichen, aber wie heißen die auf Deutsch? Die Geschichte lasse ich mal weg, denn das nutzt man im Alltag jetzt eher nicht so. Aber wenn du dich für die Geschichte, die hinter den Tierkreiszeichen steckt, interessierst, wie man das auf Deutsch so erzählen kann, dann lass es mich doch unten in den Kommentaren wissen und vielleicht mache ich da auch ein Video zu. Das erste Zeichen ist die Ratte. Die Ratte. Und alle, die im Zeichen der Ratte geboren sind, sollen besonders gerissen, also schlau sein. Ich gehöre auch zu den Ratten. Ich habe aber früher immer gesagt, ich bin eine Maus. Ich persönlich fand halt, dass es immer schöner klang. Aber mittlerweile sage ich nur noch Ratte. Das ist nämlich sonst zu kompliziert zu erklären. Als nächstes kommt der Ochse oder im Vietnamesischen dann der Wasserbüffel oder Büffel. Der Ochse oder der Wasserbüffel. Und auf den Ochsen oder Büffel kann man sich verlassen. Und die, die in dem Zeichen geboren sind, sollen geborene Anführer oder Anführerinnen sein. Also ein sehr starkes Tierkreiszeichen. Der Tiger. Die Tiger haben Macht, was mit Sicherheit daran liegt, dass sie mutig sind. Jetzt kommen wir zu einem Zeichen, was der Hase ist im Chinesischen. Und ich weiß nicht, ob es auch in den anderen Ländern als der Hase dann betitelt wird. Aber im Vietnamesischen auf jeden Fall wäre das Zeichen nicht der Hase, sondern die Katze. Der Hase oder die Katze. Hier habe ich jetzt die Eigenschaften gefunden, dass es ist jetzt die Katze oder der Hase, auf jeden Fall die Leute, die in diesem Zeichen geboren worden sind, also zu diesen Jahren vom Hasen oder von der Katze, sollen sehr realistisch sein, aber auch kreativ. Jetzt kommt der Drache, die Hauptfigur von diesem Jahr, der Drache. Und Drachen sollen sehr selbstbewusst und intelligent sein. Und dieses Jahr soll ja besonders toll werden, laut Horoskop. Also ich habe mich da schon so ein bisschen durchgelesen. Für Ratten soll es auch gut sein. Als nächstes kommt die Schlange. Die Schlange. Die Schlange ist auch intelligent, aber auch weise dazu. Das nächste Tierkreiszeichen ist das Pferd. Das Pferd. Das Pferd ist aktiv und energisch, also voller Energie. Als nächstes kommt die Ziege. Die Ziege. Die Ziege ist ruhig und gelassen. Dann haben wir das Tierkreiszeichen vom Affen, der Affe. Und der Affe ist neugierig und auch schlau. Dann kommt der Hahn, der Hahn. Der Hahn ist mutig. So viel habe ich sonst nicht dazu gefunden. Aber mutig ist ja auch eine sehr gute Eigenschaft. Dann als nächstes kommt der Hund, der Hund. Der Hund ist treu und auch ehrlich. Dann kommt das Schwein. Das Schwein. Und das Schwein ist mitfühlend und großzügig. Also positiv. Es wird ja sonst auch eher irgendwie ein bisschen negativer dargestellt. Also, wie du sehen konntest, gibt es hier einige Unterschiede zwischen den Tierkreiszeichen, zumindest zwischen chinesischen und vietnamesischen. Ich bin ja mit der vietnamesischen Kultur, und der deutschen Kultur groß geworden, aber deswegen kenne ich persönlich eben die vietnamesischen Tierkreiszeichen. Aber jetzt kommen die Elemente und die sind überall gleich. Dieses Jahr ist ja das Jahr des Holzdrachen, also ein Element ist Holz, das Holz. Dann gibt es noch Metall, das Metall. Ein anderes Element ist Wasser, das Wasser. Dann gibt es noch Feuer, das Feuer. Und dann zu guter Letzt das Element Erde, die Erde. Luft gibt es also nicht und es gibt insgesamt 5 Elemente. Metall, Holz, Wasser, Feuer oder Erde. Ich bin angeblich laut Recherchen im Internet eine Feuerratte, aber meine Mutter hat damals bei einem Wahrsager all unsere Geburtsdaten und Uhrzeiten, wann wir geboren worden sind, abgegeben und laut ihm bin ich eine Wasserratte. Also mein Element ist Wasser und ich bin eine Ratte. Damit fühle ich mich auch eher verbunden, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Laut Sternzeichen bin ich auch eigentlich Widder, aber habe jetzt herausgefunden, ich bin eigentlich ein Stier. Also alles so ein bisschen durcheinander bei mir. Das ist tatsächlich eine Konstante bei mir. Immer Chaos. Ich hatte noch überlegt, ein bisschen mehr zum Mondneujahr zu erzählen, aber ich denke, das reicht erstmal. Aber ich habe auch ein
Video auf Englisch über Traditionen zu Mondneujahr hochgeladen. Also wenn es dich interessiert, kannst du da mal vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das auf Deutsch wissen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare und ich kann Videos dazu machen. Ob es jetzt demnächst ist oder im nächsten Jahr, schauen wir dann mal. Das waren die Tierkreiszeichen auf Deutsch und jetzt bist du dran. Welches Tierkreiszeichen hast du? Wenn du es bereits weißt und jetzt das deutsche Wort dazu gelernt hast, schreib es doch in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wenn du dein Element noch nicht weißt, das kannst du auch mit einer Google-Suche herausfinden und schreib das doch einfach dazu. Feierst du überhaupt Mondneujahr oder ist das jetzt alles für dich neu? Wir sind hier ja international, aber ich wollte eben auch deutsche Vokabeln vermitteln, die man für Mondneujahr gebrauchen könnte. Genau, weil ich eben auch die vietnamesische Kultur kenne. Best of both worlds. So, dann freue ich mich, dass du das Video geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, gib dem doch einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und mach die Glocke an, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, momentan ist das jede Woche an einem Samstag. Dann wünsche ich euch noch ein frohes Mondneujahrsfest und sehr viel Glück und Erfolg im neuen Jahr. Tschüss, best of both worlds.